Etwas, was ich so halt für mich auch so gelernt habe, dass nur dann die Filme, also meine eigenen Filme gut sind, im Anführungszeichen, die wirklich ehrlich waren. Deswegen versuche ich jetzt diesen Filter auch wenn ich manchmal selbst kritisch bin und so. Ich denke, das ist ein Filter, den die Welt auch sehen darf. In Rubicon geht es um die Crew der bereits privatisierten Raumstation ISS der Zukunft mit dem neuen Namen Rubicon. Und die drei sind in einem moralischen Dilemma gefangen, dass sie mit ansehen müssen, wie unter ihnen die Welt untergeht. Sie aber doch noch einen kleinen Handlungsspielraum haben, um zu helfen. Und die große Frage ist, ob sie es tun oder eben nicht. Anyone. You need to lie down. This fog is toxic. Nobody can survive this. We're safe here. Eigentlich kam es dazu, weil ich an einem anderen Projekt gearbeitet habe, das ein bisschen ins Nichts gelaufen ist. Und irgendwie eigentlich beim Prokrastinieren und im Internet herumsurfen habe ich so ein Meme auf Reddit gesehen, wo ein Typ halt eben gefragt hat, wie würden halt die Astronauten auf der ISS reagieren, wenn unter ihnen die Welt untergeht. Und ich habe mir gedacht, so, wow, total coole Prämisse. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, wenn man das gescheit und smart löst, dann ist es absolut machbar. Und ich glaube, es hat mich dann auch gereizt einfach, weil es noch niemand sowas gemacht hat in Österreich. Fought so hard for a planet that doesn't exist anymore. They'd be dead. Hallo? Ich glaube schon, dass wir halt Themen haben, die im Jetzt verortet sind, so eben die auseinandergleitende Schere zwischen Reich und Arm und natürlich auch, dass wir auf unserer Erde mehrere Kipppunkte im Klima bereits schon erreicht haben und das exponentiell schlimmer werden wird. Also auch wenn alles irgendwie wirklich sehr gut recherchiert war und mit Wissenschaftlern begleitet war und so, habe ich jetzt nie den Anspruch gehabt, dass jetzt mein Film voll realistisch ist. Ich wollte halt entertainen. These people need our help. If we could bring your algae down there. We could save 300 lives. Flying down? Are you out of your mind? So what, we do nothing, we just watch them die? Und das Thema von Solidarität, jetzt nicht nur auch umwelttechnische, sondern eben auch gesellschaftliche, sehr ein wichtiges Thema ist, war es halt für mich auch klar, dass es in dem Film erstens darum gehen wird und dass das von diesen drei Leuten verhandelt wird. Wenn man schreibt und eine Figur echt machen will, ist es ein guter Ansatzpunkt, dass man sie anlehnt an Menschen, die man kennt. Also die Hauptfigur, das würde ich sagen, ist halt eben eigentlich auch so ein bisschen meine Generation, die auch irgendwie so ein bisschen hin und her pendelt zwischen diesen zwei Extremen. Ihre Konflikte mit Dimitri sind sehr stark basierend auf den Konflikten, die ich mit meinem Vater habe. Sehr, sehr viele Teile von Gavin sind eben meine sensibleren Teile. War absurd, weil ich meine, es ist so ein abgefahrenes Fantasy-Ding in dem Sinne, aber die menschlichen Grundzüge, die kommen alle halt aus meinem Privatleben, glaube ich. Etwas, was ich so halt für mich auch so gelernt habe, dass nur dann die Filme, also meine eigenen Filme gut sind, im Anführungszeichen, die wirklich ehrlich waren. Deswegen versuche ich jetzt diesen Filter auch wenn ich manchmal selbst kritisch bin und so. Ich denke, das ist ein Filter, den die Welt auch sehen darf. You're a good person. You know that this is right. You're not gonna dodge it! Ich mag eigentlich überhaupt gar nicht Filme, die Messages verbreiten. Ich mag viel lieber Filme, die eigentlich so Fragen aufwerfen, die man sich dann als Zuschauer dann eigentlich selber beantworten muss. Und im besten Fall, und ich hoffe auch, dass das bei dem Film geklappt hat, ist, dass es da auch keine wirklich klare Antwort von allen gibt. Also dass es auch ziemlich einen Diskurs auch dann anregt. Also wie viel schulde ich als Privatmensch einer Gesellschaft, in die ich reingeboren wurde, die eh schon fehlerhaft und problematisch ist? Das ist, was mich total interessiert hat. Und so, das ist etwas, ein emotionales Ding, das man vielleicht gar nicht gut in Worte fassen kann, dass man eben vielleicht nur mit dieser Kunst vom Film vielleicht auch rüberbringen kann. Aber ja, Message in dem Sinne, auf sowas würde ich mich nicht einlassen.